Leises Üben bringt diverse Vorteile mit sich. Du kennst es vielleicht, man hat Trompetenkollegen, die spielen sehr laut, beziehungsweise vielleicht muss auch das Nicht-Üben mit dem lauter Spielen kompensiert werden und deswegen nutzt man einfach die Kraft der Luft und spielt dementsprechend lauter, damit es eben auch funktioniert und klappt, damit die Töne auch kommen etc. pp. Wenn du jetzt aber beim Trompetespielen mal darauf achtest, vor allem beim Üben, dass du leiser spielst, und mit leiser meine ich, du bewegst dich im Pianissimo-Bereich, Piano-Bereich, auch nach oben, wenn du in die, sagen wir mal, 3 gestrichene Oktave reingehst und dann wieder den Weg nach unten angehst, erst anfänglich gebunden, dann musst du wesentlich mehr mit deiner Ansatzmuskulatur arbeiten. Du musst wesentlich genauer hineinfühlen. Wie arbeitet denn die Zunge mit? Wie fühlt sich das an, wenn ich den Ton spiele? Hier im Mundbereich, im Körper, im Hals. Und somit sensibilisieren wir uns und können wesentlich ausdauernder spielen und auch wesentlich präziser. Übungen hierfür wären zum Beispiel: oder eine weitere Übung. Also man muss es nicht immer mit schneller Luft, mit hohem Luftdruck lösen, damit man in Lage XYZ vordringen kann. Oder dass man stabil in der 3 gestrichenen, 2 gestrichenen Oktave da in diesem Umbruchgebiet die Töne erwischt, sondern das kannst du auch üben, indem du es einfach mal leiser machst und somit wesentlich stärker auf andere Faktoren außer Luft achten musst. Lippen etc. pp. Habe ich ja vorhin schon mal aufgezählt, welche Faktoren da einfach entscheidend sind. Und du wirst auch bemerken, wie fließt die Luft nach außen, wie fühlt sich mein Ansatz an, wie ist es im Oberkörper-Bauchbereich, habe ich da Verspannung, habe ich da ein Druckgefühl, fließt die Luft gut nach außen oder habe ich da andere Probleme? Und so nähern wir uns Spitzentönen bzw. deinem Trompetenspiel mal von einer anderen Seite an. Oft ist man ja verleitet, dass man ganz viel mit Luft arbeitet, Luft und nur Luft und nur Luft. Das Problem an der ganzen Sache ist, man wird auch insgesamt etwas grober, das heißt lauter und auch insgesamt verlässt man sich sehr stark auf die Luft, die uns eben dann bis zu Ton XY bzw. über so eine Phrase hinweg bringt. Aber eine ganz andere Art von Trompetentraining ist es, absichtlich ganz leise Übeeinheiten zu gestalten. Und du wirst bemerken, auch hier bekommt man ein unglaublich gutes Körpergefühl. Und auch ein großer Vorteil ist, man wird sensibler für die Lautstärke, dass man nicht immer nur mit viel Lautstärke eben Töne nach außen bringt und typisches Klischee natürlich als Trompeter erfüllt, sondern ganz im Gegenteil, man sensibilisiert sich und kann dann auch wesentlich leichter, eleganter und brillanter seine Etüden, seine Übungen, letztendlich dann auch seine Auftritte und Konzerte meistern. Bau doch mal in den nächsten Wochen leise Übeeinheiten in deinen Alltag mit ein. Wenn es nicht mehrere Übeeinheiten sind, dann einfach mal 5 oder 10 Minuten leises Trompetespiel. Ganz leicht die Luft fließen lassen, hineinfühlen, was passiert in deinem Körper, mit deinem Körper. Kommen die Töne? Bis zu welchem Ton kommst du? Oder musst du dann im Ansatz nachspannen? Wo sind da die Bereiche? Und du wirst merken, dein Trompetespiel wird sich nachhaltig verbessern. Halt mich auf den Laufenden, wie es bei dir funktioniert. Probier es mal aus und gerne am Ende von diesem Video ein Like und Abo da lassen. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.